Nach erfolgreichem DFB-Pokal geht es jetzt in der Liga weiter. Wir spielen jetzt in Gladbach und dann das nächste Spiel gegen die Bayern. Heute ist Platz 2, die Bayern dann Platz 1 oder je nachdem, wie dieses Spiel hier ausgeht. Auf jeden Fall Gladbach und Bayern die nächsten Gegner. Mannschaft muss sich ein bisschen verändern. Ich musste auch leider wieder 1, 2 spielen lassen, die eigentlich nicht fit sind. Aber dafür reicht leider der Kader nicht. Die Kadertiefe, die Stärke und die Position halt. Also ich brauche zum Beispiel auch noch einen Linksverteidiger. Ob ich mir da einen leihe, der jetzt eh gerade vertragslos ist, ob ich da vielleicht nochmal gucke. Weil ich kann ja Barco zum Beispiel jetzt nicht alle 2, 3 Tage spielen lassen. Der ist ja irgendwann am Arsch. Oder ich muss irgendwie umstellen, eine Dreierkette oder so. Dazu ein ganz junges Mittelfeld mit Ouedraogo, mit Hussein. Maolida spielt auf der linken Seite anstatt Forbes. Vorne Brian Lasme. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Das wird sehr, sehr kritisch, glaube ich, heute. Von daher hoffe ich auf ein Remis, auf einen Punkt. Aber ich glaube, dass wir hier ganz schön vielen Angriffen ausgesetzt sein werden. Und Miller natürlich auch. Miller nicht zu vergessen. Der spielt auch im Mittelfeld. Mal gucken, vielleicht wird es ja auch besser, als ich das im Vorhinein gesagt habe. Jetzt sind wir zum ersten Mal vorne mit Maolida gegen Itakura. Ouedraogo in der Mitte. Ja, und da ist Hussein. Ganz easy peasy. Und da ist Miller zum ersten Mal. Abgeblockt Nusa. Das ist zum Beispiel einer, der... Aber wobei der ist fit unten. Das sehe ich gerade. Barco war halt derjenige, der nicht so ganz fit war. Wie gesagt, wir müssen zusehen, dass wir im Winter nochmal ein paar Leute holen. Oder jetzt während der Hinrunde vertragslose Spieler. Das geht ja ebenfalls. Also Leute, die halt vereinslos sind, vertragslos sind, freie Spieler. Ob da vielleicht der ein oder andere Gute noch mit dabei ist. Weil das ist nämlich manchmal der Fall. Also es sind manchmal echt Gute mit dabei, die halt einfach, ja, vertragslos sind. Und es reicht mir dann auch, wenn die so eine 72, 73 haben, das reicht mir völlig aus. Da musst du nämlich nur Gehalt bezahlen. Da zahlst du nämlich keine Ablöse. Das ist der Vorteil dran. Und die kannst du dann für viel Geld wieder verkaufen. Also das hat auch seinen Reiz, mit so vertragslosen Spielern hier irgendwas zu machen. Ja, wir kriegen halt vorne die Tiefe leider nicht hin. Ne? Ich würde gerne Lasme irgendwie ein bisschen besser reinkriegen, aber momentan ist das so eine Art Ball hin und her geschiebe. So ein bisschen wie beim Handball, ein bisschen Ballbesitz. Den Gegner vom eigenen Tor fernhalten. Und vielleicht fällt ja irgendwo, ich sag's immer so gerne, irgendeiner vom Laster, dass wir dann doch vielleicht ein Tor schießen. Warum denn nicht? Und wir sind schon wieder vorne. Ouedraogo, zack, holt den Einwurf raus. Also die Gladbacher spielt bislang nicht so wie jemand, der auf Platz 2 steht. Würde ich jetzt mal behaupten. Aber da oben, oh, mit Fehlpass mit Ansage, das wollte ich sagen. Ich hatte Vargas da einlaufen sehen, aber ich konnte es leider nicht mehr verhindern. Und jetzt kommen die Gladbacher über Hack. Achtung, in der Mitte geht keiner rauf. Oh, und dann wird er wieder 10.000 Mal abgefälscht. Außer abseits. In dem Fall, endlich mal. Guck, wir stehen eigentlich gut, wobei eigentlich auch nicht so gut. Er hätte den Ball einfach nur links durchspielen müssen. Also quasi jetzt aus unserer Sicht rechts, dann wäre es gefährlich geworden. Egal, er hat es nicht getan. Von daher weiterhin die 0. Aber die Gladbacher, die greifen halt früh an vorn, die pressen. Ich habe halt keine Chance, mal einen langen Ball zu spielen. So wie gegen Nürnberg ist es halt nicht. Ne? Nürnberg war ein ganz anderer Gegner. Ja, wenn ich hier halt einfach dauerhaft auf Pressing spiele, dann werde ich irgendwann überlaufen und dann bekommen wir hier 2, 3 Dinge eingeschenkt. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Paulinho, oha. Wo immer die auch den her haben. Jetzt gibt es Freischuss für Gladbach, okay. Auch aus einer Position, die nicht so ungefährlich ist. Neuhaus, ich verschiebe mal den Keeper. Aber er flankt rein. Oh, und Urbich ist da und hat den aber nicht. Aber Lasme ist da und hat den Gott sei Dank gerettet. War ganz schön knapp. Ich habe eigentlich mit so einem Abstaubertor gerechnet, dass da irgendeiner steht und von den Gladbachern, dass dann irgendeiner reinschießt. So, das meine ich hier. Wir können gar keinen vernünftigen Angriff mal starten über die Auswahl. Immer irgendeiner dazwischen ist. Jetzt vielleicht Miller. Maolida. Oh, das wäre abseits gewesen. Irgendwie kommen wir da nicht durch. Vielleicht wechseln wir gleich mal die Aufstellung. Oder wir tauschen mal die Formation. Mal gucken. Aber erstmal kommt hier Miller. Der hat ein bisschen Platz. Alleine. Ja, und dann legt er sich den Ball zu weit vor. Dann kommt die fehlende Technik mit hinzu. Das wiederum ist geschuldet der niedrigen Stärke. Und so kommt halt eins zum anderen. Schade. Aber lassen wir es jetzt nach. Warum nicht? Der hat vielleicht die Qualität. Und Nusa jetzt völlig frei. Also erste Chance. Hätten wir sogar noch gehen können.
Chance lebt sogar noch. Miller, schneller Abschluss. Aber so kann es ja gehen. Und wir hätten da echt noch gehen können mit Nusa. Wir hatten echt zu viel Platz. Das ist wie diese vergebene Chance in Frankfurt von Forbes. Er war auch völlig frei vom Keeper. Aber hat halt leider nicht geklappt. Aber jetzt vielleicht Maudida. Das ist Vorteil. Lassen wir in der Mitte. Oh, muss er einfach mal direkt schießen. Hussein. Und Nusa. Und jetzt ist er drin. Und völlig überraschend die Führung. Genau, jubel mal vor der Gladbacher Fankurve. Das würde keine 2 Sekunden dauern, dann wäre der da auch wieder runter. Gut, wie es zustande gekommen ist, ein bisschen glücklich hier abgefälscht, aber das gehört auch mal dazu. Und dann Nusa perfekt getroffen ins lange Eck. Ja, Lian King zum Beispiel wäre so ein Kandidat für Barkoma. Schauen wir mal zur zweiten Halbzeit. Aber den hat er satt getroffen, der Keeper. Nimmt die Hand dankend weg. Also man hat es ja gesehen. Im Normalfall hält er den, aber er war gnädig. Und wir führen dann kurz vor der Pause 1:0. Überraschend, aber vom Spielverlauf her, ja, geht das in Ordnung. Also ist jetzt nicht so, dass wir hier völlig chancenlos sind. Ja, Barco, der läuft jetzt schon auf dem Zahnfleisch. Da muss ich irgendwas tun. Also da muss ich nach dem Spiel wirklich mal gucken, ob ich so 1, 2 vertragslose Spieler kriege. Oder vielleicht sogar Jugendspieler hochziehe. Haben wir nicht sogar 2, 3 gute oder war das bei Frankfurt? Ich glaube, das war bei der Eintracht-Karriere. Naja, egal, wir führen jetzt erstmal 1:0. Ist nicht so, dass wir nicht wüssten wie. Also es sieht schon phasenweise sehr gut aus, obwohl wir 6 Schüsse haben. Gladbach hat nur einen. Mir kommt das gar nicht so dominant vor, aber gut, jetzt müssen wir mal ein bisschen was verändern hier. Kann einer Linksverteidiger? Ja, Hato kann Linksverteidiger. Dann machen wir Lian King hier rein. Dann ist zumindest die Viererkette wieder ein bisschen fitter. Wir haben Boucher noch, wir können Jinma reinbringen. Olaru können wir auch mal gucken, ob wir den irgendwann reinbringen. Geschwindigkeit ist ja auch vorne da. Klar, hier, der ist so unglücklich. Maudida, der wird auch jetzt im Normalfall nicht so oft spielen. Muss halt jetzt nur heute mal ran, weil wir halt eine englische Woche haben. Mit dem Pokalspiel, da mit dem Sieg in Gladbach, das könnten wir vergolden, wenn wir denn gegen die Bayern zu Hause gewinnen. Aber so weit ist es ja noch nicht. Jetzt müssen wir erst nochmal die Halbzeit hier überstehen. Im besten Fall nehmen wir hier einen Punkt mit oder sogar 3. Aber ich glaube, von Gladbach, da kommt jetzt auch noch ein bisschen mehr. Matusiwa kommt rein für Vargas. Oh, der sieht schon schnell aus. Und mal gucken, Neuhaus. Viererkette möglichst nicht so viel verschieben. Und dann halt hoffen, dass irgendwie immer einer davor steht. Doucouré. Oh, oben, genau. Da läuft er durch, kämpft, da kommt die Grätsche und eine faire Grätsche. Sehr gut. Perfekt. Mussten wir auch machen. Ansonsten hätte es, glaube ich, 1:1 gestanden. Den hätte Neuhaus dann reingemacht. Wieder unnötiger Fehler. Von Miller, Matusiwa. Gegen 2 Mann. Genau, Bradley ist dazwischen. Sehr gut. Und dann müssen wir ihn halt hinten raus klären. Oh, schade, zu spät. Da hätte ich jetzt nicht nochmal querspielen können. Aber leider zu spät. So, wer kommt jetzt? Honorar. Matusiwa. Ja, auch wieder geklärt. Jetzt ist es halt auch so eine Art Kampfspiel. Reinkämpfen in die Zweikämpfe. Irgendwie versuchen hier das 1:0 über die Zeit zu bringen. Egal wie, da darf auch gerne mal der Ball weggeschlagen werden. Ja, oder wie in dem Fall einfach hinten rausspielen. Hato. Und da außen ist doch Maudida frei. Oh Gott. Ja, völlig verzogen. Ja, so einfach geht das nicht. Das muss auf die Spieler zugeschnitten sein. Ouedraogo auch wieder ein Foul. Aber das sind auch so Kleinigkeiten, die dann auch manchmal reichen. Einfach den Spielfluss des Gegners unterbrechen. Ja, so müssen die sich jetzt wieder neu sortieren. Neu aufstellen, neu aufbauen. Und das nächste Spiel wird schon oben angekündigt. Zu Hause gegen Bayern. Wir haben sie in der Hinrunde alle zu Hause. Leipzig, Leverkusen, Dortmund. Bislang eigentlich eine gute Serie. Jetzt aufgepasst. Jetzt kommen die Gladbacher. Und jetzt ist es passiert. Der Ausgleich nach einer Stunde. Da habe ich halt auch wieder gehofft, dass sich die KI von alleine verschiebt. Ja, die Innenverteidiger, dass sie sehr zentral stehen, aber hat leider nicht so ganz geklappt. Hier, da war die Lücke da und dann ist das die Verlegenheitsgrätsche von, ich glaube, Kempf. Genau, Kempf war so ein Honorar, ist dann der Torschütze. Ja, man kann es nichts machen. Wie gesagt, wenn die Gegner in so Situationen reinkommen, der ist immer drin, der Ball. Da kannst du nichts machen. Ich muss jetzt gerade nochmal wechseln, glaube ich.
Gut, wird nicht mehr viel bringen. Boucher vielleicht für die Außen, aber nee, da ist Maudi da schon schneller. Wir können auch nochmal ein 4-2-3-1 versuchen. Aber dann würde ich Uedraogo ein bisschen offensiver einstellen. Und Hussein hier hin, genau. Machen wir mal 4-2-3-1. Mal gucken, ob das was bringt, ob wir da nochmal irgendwie eine Chance vorne bekommen. Wir haben eigentlich ganz gut gestartet. Wir haben auch wirklich nicht viel zugelassen. Also die Statistik zu Pause, die hat mich wirklich sehr, sehr überrascht. Vor allem, dass wir 6 Schüsse haben. Aber gut, darunter zählen auch die Schüsse, die weit vorbeigingen zum Beispiel. Oder die geblockt wurden. Achtung, apropos geblockt. Ah, jetzt wollte ich es zu schnell machen. Da war die Chance jetzt mal da. Aber vorne hat Lassen mir dann gefehlt. An der Position. Und Matusiwa, ja, seit der drin ist, hat er das Mittelfeld so ein bisschen unter Kontrolle. Da kommen wir nicht mehr hinterher. Ruiz. Matusiwa. Hier machen wir es ja schön eng. Das ist gut, wenn wir so eng zusammenstehen. Aber die finden trotzdem immer wieder eine Lücke. Da ist Hack. Gegen Lian King. Oh, der darf da nicht durch, ey. Ich sehe aber schon wieder gleich den Ball hinten drinnen liegen im Tor. Die spielen jetzt so lange hin und her, bis sich die Lücke ergibt. Ist ja auch eigentlich richtig. Gut geklärt. Perfekt. Ja, so viel nach vorne geht bislang nicht bei uns leider in Halbzeit 2. Wir sind mehr hinten beschäftigt. Nach vorne, da geht halt auch jeder Ball verloren, weil die Gladbacher jetzt mehr und mehr Druck machen. Oh, Kempf, komm, muss er hin, ja. Dann mal der Versuch, schnell umzuschalten. Aber wie gesagt, mit Maudi da, das kannst du halt nicht machen. Und dann wirst du zugepresst, wirst zugestellt. Von daher mit dem 1-1 bin ich soweit ganz zufrieden. Wenn es so läuft, vielleicht kommt ja nochmal irgendwo eine Chance, irgendein Konter. Irgendwo, wo Gladbach mal aufmacht, wo wir pressen können. Aber hier zum Beispiel, wenn er sich den Ball zu weit vorlegt, aber da kommen wir nie hin mit unseren Spielern. Da kannst du nicht viel machen. Kannst nur defensiv versuchen, gut zu stehen. Neuhaus. Oh, jetzt aufgepasst. Wieder die Chance für die Gladbacher. Und das 2-1. Identisch wie das 1-1. Wieder der Querpass im Strafraum. Ja, haben wir einmal nicht aufgepasst, haben wir den falschen Spieler hier. Kempf rausgezogen. Und dann war es auch wieder eine 50-50 Entscheidung. Entweder gehst du drauf oder du stellst den. Und dann ist es, glaube ich, wieder Honorar. Nee. Luis. Beziehungsweise Ruiz heißt er, ne? Ruiz. Der das Spiel für die Gladbacher dreht. Also auch zu dem Zeitpunkt verdient. Wir haben bislang nicht viel hinbekommen in Halbzeit 2. Wir waren eigentlich nur noch hinten beschäftigt. Wir haben es einfach nicht nach vorne hinbekommen. Oder wir bekommen es halt selten hin. Das ist halt die Herausforderung mit so einer Mannschaft hier. Wo bist du schon im eigenen Spielfeld, in der eigenen Hälfte wirst du zugepresst. Und jetzt wird wahrscheinlich noch das dritte fallen. Urbich zum ersten und zum zweiten und der kommt nicht ran. Und jetzt wird es deutlich. 3-1. Ja gut, das ist dann einfach sorglos verteidigt. Und dann ist Gladbach halt auch stärker als wir. Wie so fast jede andere Mannschaft in der Liga. Aber das kannst halt auch wieder besser verteidigen. Hier Obig, dann steht er mal richtig. Und dann kommt er nicht schnell genug hoch anscheinend. Und dann ist es Paulinho. Ja, weiß nicht, ob er nicht da auch noch hätte hinkommen können, wenn das auf normalen Wege geklappt hätte. Naja, also jetzt innerhalb von 4 Minuten 2 Tore. Das ist natürlich dann der Knockout für dieses Spiel. Hat leider nicht geklappt. Die erste Halbzeit war wirklich okay. Haben wir auch nicht ganz unverdient 1-0 geführt, aber dann Halbzeit 2. Seht ihr einfach, wenn so eine Mannschaft dann mal wirklich Druck macht und nach vorne spielt, wie chancenlos wir dann halt auch sind. Aber gut, wir haben trotzdem eine gute Truppe, die den Klassenerhalt auf jeden Fall schaffen kann. Ist halt nur die Frage, wenn ich jetzt hier noch mehr Spiele verliere oder mal ein paar Spiele hintereinander, ob ich dann noch bleiben darf. Aber gut, als Ziel ist der Klassenerhalt oder den Abstieg vermeiden ist, glaube ich, ausgegeben. Von daher, warum sollten sie mich entlassen? Solange ich Platz 15 erreiche oder das über die Relegation, habe ich ja das Ziel erreicht. Das Ziel für diesen Part habe ich jetzt erstmal leider nicht erreicht. Also Niederlage in Gladbach. Am Ende leider verdient, weil wir halt nur eine Halbzeit gut gespielt haben. Die zweite Halbzeit haben wir leider ein bisschen verschlafen, hinten zu sehr
den Gladbachern was angeboten und vorne, da ging halt im Prinzip nichts. Aber wir machen weiter. In der Statistik haben die Gladbacher dann aufgeholt. Die haben dann glatt mal 5:0 Schüsse in der zweiten Halbzeit gehabt. Wir halt, wie gesagt, keinen einzigen. Und dann ist das halt auch leider zu wenig. So, und bei Barco, da machen wir mal, ja, was machen wir da? Fokus auf Leistung. Wir machen mal ausgeglichen, dass der wieder ein bisschen zu Kräften kommt. Ist halt auch immer wieder ein bisschen verzerrt. Tabakovic, ja, der ist auch noch da. Rotation ist wichtig, den hätten wir zum Beispiel auch mal reinwerfen können. Dann hätte Lassen mal auf links spielen können. Aber gut, dass ich das immer erst hinterher weiß. Naja, jetzt haben wir mal eine ganze Woche Pause, dann kommen die Bayern. Und wir haben auch ein monatliches Scouting-Update. Vielleicht haben wir ja da ein bisschen Glück, dass da irgendwie mal ein vernünftiger Spieler vom Laster fällt. Aber guck, Dortmund ist auch nur 12. Also die haben bislang auch einen beschissenen Saisonstart, muss man auch einfach so sagen. Die haben nur einen Sieg, 3 Unentschieden, 1 davon gegen uns. So, dann schauen wir mal, wen Christoph Dammerer gefunden hat. Ich glaube, der war ja in Spanien unterwegs. Genau, darauf müssen wir halt bauen, ne? So Teams. Die müssen halt auf so Jugendspieler setzen. Darauf sind wir halt angewiesen. Aber wenn hier halt auch niemand Gutes mit dabei ist, dann kann ich auch nach vertragslosen Spielern gucken. Also, da müssen wir mal ganz fair bleiben hier. Wir haben jetzt 810.000 Budget. Wenn ich das zum Wochenbudget tue, dann könnte das ja eventuell reichen, um das Gehalt zu bezahlen. Ich werde mich mal auf die Suche machen nach so, ja, 1, 2, am liebsten 3 vertragslosen Spielern. Vor allem halt für die linke Seite. Also vorne, gut, da haben wir Rehse, Maolida, Jinma, da haben wir dann Tabakovic und Niederlechner. Das wäre okay. Fürs Mittelfeld hätten wir Husseins, Forza, Dardai, das wäre auch noch okay. Gut, vielleicht nochmal ein Innenverteidiger und ein Linksverteidiger. Das ist, glaube ich, jetzt das Hauptziel. Und dann sind sie vielleicht schon gegen die Bayern mit dabei. Ihr werdet es auf jeden Fall erfahren. Macht's gut, bis zum nächsten Part. Und danke fürs Zuschauen. Vorher gucken wir aber nochmal auf die Tabelle. Völlig vergessen hier. Also, wie sieht es überhaupt aus nach 6 Spielen? Bayern und Gladbach oben. Dann Mainz, auch überraschend. Leverkusen, Leipzig, Frankfurt. Ja, Dortmund, wie gesagt, 12. Ist auch nicht gerade rosig. Schalke unten, Stuttgart unten. Das ist auch ein bisschen überraschend. Bremen ist 16. Haben auch noch nicht gewonnen. Also, wir stehen ganz gut da. 3 Punkte Vorsprung. Und es bleibt auf jeden Fall spannend bis zum Schluss. Sowohl oben als auch unten, glaube ich. Also macht's gut. Jetzt bin ich raus. Bis dann. Ciao, ciao.